war wieder nicht einfach. Trotzdem bin ich einfach happy, dass das ganz gut funktioniert hat. Doch wieder so ein bisschen Probleme beim Anlauf. Der letzte Wettkampf war jetzt das E-Stuff. Ja, war ich ja nicht ganz so zufrieden. Das versuche ich heute auf jeden Fall besser zu machen. Ganz ehrlich, Hauptsache gewonnen, aber es ärgert mich doch echt sehr. Ne? Ich bin hier beim E-Stuff, das ist so ein toller Wettkampf. Ich hab's echt nicht so auf die Reihe bekommen. Das war irgendwie der Anlaufrhythmus, das hat einfach überhaupt nicht gestimmt. Der hat einfach so das Feeling irgendwie gefehlt. Ich habe da die Woche nochmal dran gearbeitet, war in Mainz auch bei der Family ein paar Tage, einfach auch mal abschalten. Habe natürlich trotzdem jeden Tag trainiert und da dann auch nochmal geworfen und vor allem natürlich auch einige Anläufe gemacht, damit das auch sitzt. Weil das will ich nicht nochmal, wenn man dann da im Anlauf steht und irgendwie der Rhythmus nicht passt und man gar nicht weiß, okay, woran liegt es jetzt und was passiert hier, wieso funktioniert das nicht, das ist halt echt ärgerlich. Hey Julian, wie geht's? Sehr gut, sehr gut. Selbst? Gratuliere. Ja, danke. Ganz sicher, das war schön. Finally, ne? Ja, finally. Ja, das war gerade Niklas Kaulvater und kenne ich natürlich auch alle vom USC Mainz, beziehungsweise auch von Saulheim, habe ich auch früher Handball gespielt, wie Niki auch. Und ja, ist natürlich schön, wenn man sich hier sieht. Und natürlich auch Francis, ganz alter Techniktrainer auch von mir, habe viele Einheiten bei ihm gemacht auch früher. Auch ein richtig guter Mann. 91,06. That's klar. Jetzt kommt an. Ja, schön ist er nicht näher. Du bist ja nur unterwegs. Ja, das stimmt. Was willst du machen? Dann wird's nur. 17:30. Hi. Na, hallo. Hallo. Let's go. So, was ist ready? Ja klar, und du? Sehr gut. Wann geht's bei dir los? Das war schon. Ja, sieht so hübsch aus, ey. Jungs, nicht hier jetzt. Alles bei Netflix. Netflix, genau. Was macht ihr jetzt? Echt? Also jetzt meine Eltern essen. Mir geht's echt nicht so gut. Sonst wären wir. Ja, dann macht entspannt. Ja. Verstehe ich aber auch. Wie du gesagt hast, aber ein bisschen Einfach alles alles durch. ein bisschen durchlockern. Achillessehne halt nochmal. Achillessehne ein bisschen kräftiger, ne? Ja, genau. Die hast du ja noch eingeschmiert heute, oder? Klar. Schlau, oder? Nein, Julian hat immer Probleme mit seiner Achillessehne. Nicht immer, nur in den letzten Wochen. Ja, Schnauze. Und bei ihm macht der eine Muskel, der so ein bisschen in der Tiefe versteckt ist, immer Probleme. Da gehen wir gerade noch mal ein bisschen intensiver ran. Dass das alles schön geschmeidig ist für morgen. Dann mobilisieren wir ihm nochmal den Fuß, dass er sich alles gut bewegen kann. Dann sollte der neuen PB nichts mehr im Weg stehen. Was sagst du dazu, Julian? Ja, ich bin voll bei Alex. Es gibt keinen Athleten, bei dem ich so sehr ins Schwitzen komme wie bei Julian. Komischerweise sagt das jeder Physiotherapeut, mit dem ich zusammenarbeite. Ja, du bist Arbeit. Also es macht Spaß, weil man hat was zu tun. Man hat auch mal was zum Nachdenken. Habe ich es mal wieder geschafft, zu wenig Zeit zu haben fürs Warm-up. Das ist echt, das muss ich mir echt abgewöhnen. Immer zu spät loslegen. Ich bin absolut ready. War jetzt natürlich wenig Zeit, aber es ist jetzt auch noch ein bisschen Zeit, bis der Wettkampf losgeht. Der Wurf eben beim Einwerfen war schon besser. Weiter als das, was ich beim E-Stuff geworfen habe. Also fühlt sich so schon ganz gut an. Jetzt gehen wir zum Callroom. Es war ausverkauft.
alles Leichtathletik-Fans hier und kennen mich auch alle und schreien da meinen Namen und das war schon echt besonders. Julian Weber, erster Versuch hier in Dresden. Knapp über 80 Meter. Aber natürlich will man dann hier auch was zeigen. Wo fliegt hier der Speer bei ihm hin? Das kann sich doch sehen lassen. Man hatte dann doch wieder so ein bisschen Probleme beim Anlauf. Dann hat die Wade auch noch so ein bisschen gekrampft. Jetzt der letzte Versuch von Julian Weber. Wie weit geht er? Er winkt schon auf, da war die Spannung raus, das hat man gesehen. Da ist die Freude über den deutschen Meistertitel doch groß, auch wenn er inzwischen sich auch an diesen 90 Metern orientieren darf. Das war jetzt nach dem Wettkampf anstrengender als der Wettkampf an sich. Aber ich mache das ja auch extrem gerne. Wir haben da so eine geile Stimmung gemacht und dann stundenlang Autogramme und 1000 Bilder. Das war auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser vom Feeling her wie letzte Woche. War jetzt natürlich eine harte Trainingsphase und habe 84 Meter geworfen, meinen 5. deutschen Meistertitel geholt und das ist die Hauptsache. Glückwunsch, Weber! Hau rein! Wir sehen uns. Ja, ich habe es endlich geschafft, jetzt auch aus dem Stadion raus, hatte gerade noch Dopingkontrolle, noch Urin und Blut abgenommen bekommen, hatte ich jetzt in letzter Zeit auch öfters, aber jetzt bin ich wirklich durch, kann jetzt zu meiner Family, gehen jetzt noch was essen und ja, war ein toller Tag, erfolgreicher Tag, 5. Titel. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Das war die 6. Episode von Beyond the Line. Bis zum nächsten Mal.